Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Herzenstore öffnen Podcast. Heute sprechen wir über das Reisen auf das Ashtar-Schiff. Ja, hallo Benni. Hallo Biene. Ja, du bist ja selbst eine begnadete Reisende, eine Sternenwanderin, sagst Eine du. Sternenwanderin, ja. Und was in den letzten Jahren immer wieder gefallen ist, ist das Wort Ashtar-Schiff und die Reisen auf Ashtar-Schiff. Was kannst du darüber erzählen? Also das Ashtar-Schiff, um das mal verständlicher auszudrücken, ist ein riesiges Energiefeld, in dem man reingehen kann. Und aus diesem Ashtar-Schiff heraus gibt es Tausende von kleinen Energiefeldern, also was in der menschlichen Sprache die Zubringerschiffe sind. Und um auf ein Ashtar-Schiff zu gelangen, mit Aspekten, ja, ist gar nicht so einfach. Also wir haben ja im vorherigen Podcast darüber geredet, dass dort Schulungen stattfinden und dass die Aspekte gebündelt werden und verbunden und dann kann man dorthin reisen. Das bedeutet aber auch einen energetisch großen Aufwand, weil du kannst nicht einfach Aspekte aus einem Lichtkörper nehmen und dann schwirren die irgendwo im Universum rum und finden ihren Weg zum Ashtar-Schiff. Die werden begleitet vom Schutzengel und von der Sevaya-Engel und werden dort hingetragen und eben auf Einladung von der geistigen Welt, weil nichts außer die göttliche Quelle, es wird nichts in unserem ersten zentralen Universum so sehr bewacht wie das Ashtar-Schiff. Aha. Mit ganz vielen Hütern und Wächtern und an denen kommst du nicht vorbei. Es war schon mal interessant, dass du angefangen hast mit Feld anstatt Schiff. Ich finde, also die meisten Menschen, wenn sie an außerirdische Schiffe denken, denken an Metallschiffe oder auf jeden Fall aus Material. So ist das anscheinend überhaupt nicht, oder? Es ist das Ashtar-Schiff selber nicht. Die Zubringerschiffe, die kann man, also aus welchem Material jetzt, aber die sieht man, ich erzähle jetzt einfach mal, dass man die ja auch sehen kann am Himmel. Ich würde jetzt mal sagen, in den letzten 5 Jahren sogar relativ häufig. Aber es gab ja auch eine Zeit, wo das noch sehr eher unwahrscheinlich war. Und zu Anfang eine nette Geschichte, ja, also die wirklich so stattgefunden hat. Ich war damals, also das ist jetzt 26 Jahre her, mit Freunden und auch Leuten, die ganz am Anfang mit dabei waren bei der Cryon-Schule, auf einer Terrasse gesessen und wie aus dem Nichts heraus kamen 3 solche Zubringerschiffe. Man hat das ganz deutlich gesehen, also dass das jetzt kein Satellit oder irgendetwas war, sondern die sind tatsächlich in einer Dreierformation, hat man die gesehen. Und ich weiß noch genau die Reaktion von den Leuten, das werde ich auch nie vergessen, also wie unterschiedlich das war. Also der eine ist aufgesprungen und hat gesagt, ich werde nie mehr zweifeln. Der andere hat gesagt, wie weit die wohl weg sind. Und also das war wirklich interessant. Oder aber auch eine Geschichte, ich war in die Area 51 und habe mir das angeschaut, also natürlich rein durfte ich nicht, aber ich habe es mir angeschaut und auch da habe ich eins gesehen. Also man kann sie sehen und die zeigen sich auch und jetzt dadurch, dass eben die Wirklichkeit immer mehr Einzug hält, sieht man sie auch öfters. Aber das sind nur energetische Ausschüttungen von dem großen energetischen Feld, was man Ashtar-Schiff nennt. Und man nennt es Ashtar-Schiff, weil dieses energetische Feld sich sozusagen bewegen kann. Also das kann sich bewegen, kann sich fortbewegen und deswegen wird es als Ashtar-Schiff bezeichnet. Aber könnte man das auch ist es jetzt ein Feld, ein energetisches Feld oder ist es etwas Materielles, was sich unsichtbar machen kann? Es kann sich unsichtbar machen. Das können Energien sowieso. Also das ist im Universum etwas, was, also jedes Lichtwesen kann sich, jetzt sind wir wieder bei einem Thema, was Materialisieren.
was wieder ganz anders ist. Also wir reden ja jetzt über das Ashta-Schiff, gell? Bleiben wir mal beim Thema. Also der Unterschied zu vielen anderen energetischen Feldern ist, dass man in dieses Feld hineingehen kann. Und dort manifestieren sich diese Dinge, die man dann sieht, wenn man aufs Ashta-Schiff geht. Also nicht, wenn man jetzt, also wenn du mit Aspekte behandelt wirst oder Schulungen durchläufst, gibt es das spirituelle Vergessen, was wir vorher im Podcast gesagt haben. Aber es gibt auch noch eine andere Art von Reisen, wo du vielleicht Erinnerungen behältst, weil sie wunderschön sind. Und wenn du einfach zum Beispiel mal bittest, mit deinen Aspekten aufs Ashta-Schiff getragen zu werden, dann könnte es sein, dass diese Erinnerungen bei dir bleiben und da kannst du alles Mögliche erleben. Da gibt es riesige Konzertsäle, wo man die schönsten Töne des Universums vernimmt. Also das ist wirklich richtig, richtig schön. Man kann sich auch, also man ist ja nie alleine auf dem Ashta-Schiff. Da sind ja auch ganz, ganz viele Wesen von anderen Planeten. Man kann sich austauschen, man kann Freundschaften knüpfen, man kann so vieles machen. Man kann auf ein Hologramm gehen, man kann in verschiedenen Kammern gehen, man kann sich führen lassen. Also ein Aufenthalt auf dem Ashta-Schiff ist etwas Wunderschönes. Das klingt so, als wenn du da regelmäßig bist. Sehr oft. Muss ich ja sein. Wieso denn? Ja, es gibt meine Aufgabe als Medium ist natürlich die Botschaften weiterzugeben, aber ich muss mich auch austauschen. Also es geht weit über dieses Mediumsein hinaus, was jetzt in Anführungsstrichen nur Botschaften weitergibt. Ich muss mich schon austauschen und muss auch vieles wissen. Und dieses Wissen und der Austausch findet auf dem Ashta-Schiff statt. Und ich nutze dann schon auch Zeit, um dort zu verweilen, weil es einfach sehr schön ist. Was ist denn eigentlich so dieses Ashta-Schiff, wenn man es so einmal mit wenigen Worten beschreiben würde? Es ist die Konföderation des Friedens, also so nennt sich dieses Ashta-Schiff. Dieses Feld ist erschaffen worden, um sich den Frieden zu dienen oder wie sagt man da? Oder Frieden zu wahren auch? Frieden zu wahren, ja. Für alle Planeten im Universum. Und wer lebt da auf dem Ashta-Schiff? Ashta und ja, also ich kann jetzt nicht alle. Natürlich nicht. Aber Ashta ist natürlich der Hüter, also im Menschlichen würde man jetzt sagen, der Kommandant, also der das Sagen hat. Und Ashta ist ein sehr weises und ein sehr liebendes Wesen, ein sehr lichtvolles Wesen. Und wenn man es jetzt menschlich, also ich mache es heute ein bisschen menschlich, gell, damit die Leute auch mehr Freude haben, aber es stimmt schon immer, was ich sage. Nur, dass eben menschliche Worte sind. Ashta ist auch, würde man jetzt gar nicht glauben, ein spaßiges, also ein freudvolles Wesen, der Freude dran hat im Austausch also interessiert sich sehr für die Dualität. Also das ist ja meine Aufgabe als Sternenwanderin auch, also das zu verbinden, damit die geistige Welt auch weiß, welche Botschaften, was, wie zu uns getragen wird und so. Das ist jetzt wieder ein ganz anderer Prozess. Also du erklärst sozusagen gewissen Wesen auf dem Ashta-Schiff, was in der Dualität so passiert und wie die Dinge in der Dualität zusammenhängen, was sie vielleicht nicht in der Tiefe verstehen können, weil sie aus einem ganz anderen Bereich kommen. Genau, also das darf man ja nicht vergessen, dass Lichtwesen, die noch nie auf dem Planeten in der Dualität inkarniert haben, können sich ja nur im Weitesten irgendwie, also auch menschlich gesagt, vorstellen, wie eine Dualität funktioniert. Sie können das, wenn sie in ein Hologramm gehen, aber so wirklich richtig verstehen können das nur Wesen, die schon mal inkarniert haben. Und das, was ich am öftesten oder sehr oft in der Vergangenheit geklärt habe auf dem Ashta-Schiff, das ist dann der Rat der Weisen, der da zusammenkommt und, da ist Ashta dabei, war diese Zeitangaben, die ich einfach nicht richtig fand. Ja, also die Botschaften der geistigen Welt, die Zeitangaben gemacht haben, die aber in der Dualität irgendwie anders. Genau, weil es kam ja ganz oft beim Channeling bald. Ja.
bald wird es soweit sein, bald. Und ich habe versucht, diesen Wesen klarzumachen, dass das etwas ist, was die Leute von ihrem Vertrauen wegbringt. Und das musstest du dann tatsächlich auf dem Ashtar-Schiff machen? Konntest du nicht im Gespräch von der Erde sozusagen ausmachen? Habe ich versucht, Mhm. aber habe es dann letztendlich im Ashtar-Schiff gemacht, ja. Mhm. Konntest sozusagen deine ganze Körpersprache noch mitbenutzen, damit sie es endlich verstehen. Mit meinen Aspekten hin und her wackeln. Ja, genau. Aber das Schöne am Ashtar-Schiff ist ja auch, dass man geht mit den Aspekten. Man kann ja nicht mit dem Körper gehen, gell? Man geht mit den Aspekten. Aber man kann zu einem Körper werden. Mhm. Also man sieht Gestalten. Also man spricht nicht mit Lichtwesen, sondern in dem Augenblick sprichst du mit einer Körperlichkeit. Und wie stellen sich jetzt zum Beispiel dann mal Ashtar, wie stellt sich ein Ashtar dann dar? Menschlich, was dir Ja. vertraut ist? Ja. Oder? Sie stellen sich immer so dar, dass du es verstehst. Und da gibt es ja auch ganz skurrile Figuren. Sachen, die ich da schon erlebt habe. Aber in der Regel stellen sie sich so dar, wie wir es uns eben vorstellen können. Aber es sind ja auch andere Wesen da, die dann auch eine Körperlichkeit annehmen oder eben auch Wesen, die körperlich reisen können. Also die mit ihrem Körper reisen können. Wir können es ja nicht, weil wir aus den magnetischen Feldern. Also mir auch wieder was ganz Neues. Ich dachte, es wäre schon möglich für manche Menschen auf dem Planeten mit dem Körper tatsächlich zu reisen. Ja, soweit nicht, dass man aufs Ashtar-Schiff gehen Also kann. innerhalb des Planetens dann, oder? Wie innerhalb des Planeten. Also innerhalb des Planetens mit dem Körper reisen? Oder Ja. aber nicht außerhalb unseres Feldes des Planetens? Oder Genau. auf andere Planeten wäre das auch wieder möglich? Ist das wieder was anderes? Boah, das ist jetzt sehr komplex, das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Okay, dann will ich dich damit jetzt erstmal nicht überfordern. Schauen wir mal ein andermal vielleicht. Mhm. Okay, wieder zurück. Ashtar-Schiff. Da gibt es welche, die sich tatsächlich körperlich manifestieren können. Genau. Und man muss einfach wissen, dass Wesen von anderen Planeten, und es gibt unzählige Planeten mit Wesenheiten, die einfach anders ausschauen wie wir. Und es ist dann schon oftmals sehr erstaunlich, wie die ausschauen und wie man das bewertet. Und das Lustige eigentlich daran ist, dass wenn man auf dem Ashtar-Schiff ist, dass man gar nichts bewertet. Mhm. Und dass man alles versteht. Dass es keine Fragen gibt, kein Zweifel, gar nichts. Du bist in der Wirklichkeit. Angebunden. Aber wenn du zurück bist in der Dualität und du kannst dich an jedes einzelne Detail erinnern, dann ist es schon manchmal schräg. Du sagst, okay, ich habe jetzt ein Wesen mit einem großen Auge gesehen. Da muss man sich gut erden, damit man also nicht die Bodenhaftung verliert. Ja, dass man, also ich verliere niemals die Bodenhaftigkeit. Also das ist einfach mein Job, den ich nicht nur jetzt, sondern durch alle Inkarnationen und Zeitzyklen und Zeitepochen gemacht habe. Ich kann es ganz gut für mich, aber ich glaube, dass es schon Menschen gibt, die da wirklich also gefestigt sein müssen. Ja. Aber es ist etwas sehr Schönes und ich kann es nur empfehlen. Und welche Wesen zeigen sich mit einem Auge? Ja, muss ich das jetzt sagen? Du darfst. Du darfst auch verneinen. Ich würde es jetzt lieber dabei lassen, weil die Äußerlichkeiten dann wir wieder mit unserem menschlichen Verstand so bewerten, wie also ich könnte jetzt sagen, zum Beispiel die Arcturianer schauen eher aus einem großen Auge, und wenn sie aber, die Arcturianer sind ja auch bei uns auf unserem Planeten, und wenn sie dort Gestalt annehmen, schauen sie aus wie wir. Die Menschen, ja. Mhm. Arcturianer sind überhaupt ein so unglaublich liebende Wesen. Freundliche. Also es gibt in unserem Universum nur freundliche Wesen. Es gibt aber auch Wesenheiten, die sehr zurückgezogen sind und in ihrem eigenen Feld Also nicht so zugewandte Wesen. nicht so zugewandte Wesen, ja. Also Aber trotzdem liebevolle Wesen. ja, Die einfach aber nicht sehr uns fremd.
Ja. uns fremd einfach. Wahrscheinlich, Arcturianer sind uns sehr nah. Deswegen waren es ja auch die Arcturianer, die zu uns geschickt wurden, weil sie uns sehr nahe sind und weil die das ganz gut können. Und Wesen, was uns nicht so zugewandt ist, weil es einfach neutraler ist, hätte das nicht können. Aber es gibt ja auch noch andere Rassen in Anführungsstrichen von Außerirdischen, die auch auf unserem Planeten sind wahrscheinlich, oder? Will es jetzt nicht erwähnen, aber ich wollte es nur noch kurz andeuten. Ja. Die nächste Frage. Warum ist denn das Ashtar-Schiff bei uns, hier am Planet Erde? Also es ist momentan sehr nah bei uns. Es rückt immer näher und hat zum einen die Aufgabe, also würde unserem Planeten etwas Ernsthaftes zustoßen, dann würde das Ashtar-Schiff eingreifen. Also unser Planet wird sozusagen beschützt. Unserem Planeten darf nichts passieren. Also und das wird auch nicht geschehen. Ja.